Wir wissen langsam alle, dass die Klimakrise nicht nur eine Gefahr für Eisbären ist, sondern für uns alle. Und dass sich gerade wirklich die Frage stellt, ob wir alt werden können auf diesem Planeten. Und obwohl allein in Deutschland irgendwie schon über 1,4 Millionen Menschen auf der Straße waren, passiert viel zu wenig. Und es stellt sich so die Frage, Alter, was müssen wir denn noch machen? Was fehlt denn noch? Und die Antwort darauf hat jemand gefunden, mit dem ihr echt nicht gerechnet hättet. Es geht um die Überwindung des Systems, um die Zerstörung unserer marktwirtschaftlichen Ordnung. Und ich mache jetzt was, mit dem ich echt nie gerechnet habe. Ich werde nämlich einem CDU-Dude mit 2 eigenen Flugzeugen Recht geben. Wenn wir unter 1,5 Grad globaler Erwärmung bleiben wollen, wenn wir innerhalb der planetaren Grenzen leben wollen, dann müssen wir die Marktwirtschaft zerstören. Ich werde euch in diesem Video zeigen, dass die Marktwirtschaft unsere Natur zerstört, zu krasser sozialer Ungerechtigkeit führt und zutiefst undemokratisch ist. Aber es soll auch vor allem darum gehen, dass die Marktwirtschaft zerstören nicht bedeutet, dass wir in einer krassen Krise stecken, sondern die Chance birgt auf ein gutes Leben für uns alle auf diesem Planeten. A new report by the UN carries a stark warning. The world has little more than a decade to reduce the amount of carbon dioxide released into the atmosphere, or it may be too late. Der Grund, der uns am häufigsten begegnet, warum irgendwie Marktwirtschaft und Klimaschutz nicht so gut zusammengehen, ist Wirtschaftswachstum. Weil, wenn unsere Wirtschaft wächst, wächst auch unsere CO2-Emission. Na klar kann ewiges Wachstum funktionieren. Und deshalb müssen wir jetzt alles dafür tun, dass wir auch zukünftig perspektivisch Wachstum generieren. Wir brauchen dringend jetzt Wachstumspolitik. Wir sind die Wachstumslokomotive Deutschlands. Tuff, 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 die Eisenbahn. Wer will mit ins Verderben fahren? Also jetzt ist es ja nicht so, dass diese Politiker alle ein großes Interesse haben, uns umzubringen oder so. Oder dass es alles ganz besondere Idioten sind. Wachstum ist in Deutschland sogar Staatsziel. Warum ist das so? Seit wir in der Marktwirtschaft leben, ist die Wirtschaft immer geschrumpft oder gewachsen. Wenn die Wirtschaft schrumpft, passieren 2 Dinge. Einmal sinken dann unsere CO2-Emissionen, was ja irgendwie was ist, was wir alle wollen. Andererseits befinden wir uns dann in einer Krise. Ich weiß nicht, vielleicht erinnert ihr euch noch an 2008, an die letzte große Finanz- und Wirtschaftskrise. Das sind natürlich Dinge, von denen wollen wir nicht, dass sie sich wiederholen, weil das bedeutet, dass Menschen auf der Straße leben, dass Menschen vielleicht nicht mehr genug zu essen haben oder dass sie keinen Zugang mehr haben zu medizinischer Versorgung. Es wäre jetzt aber fatal anzunehmen, dass CO2 einzusparen immer bedeutet, dass Menschen in Armut leben, weil der ganze sogenannte stoffliche Reichtum war ja noch da. Also es gab immer noch Häuser, es gab auch noch immer Essen und es gab immer noch Medizin. Die Menschen durften nur nicht mehr in den Häusern wohnen, weil sie die Miete nicht mehr bezahlen konnten oder ihre Kredite nicht mehr abbezahlen konnten, weil sie durch die Wirtschaftskrise ihre Jobs verloren haben oder Sozialsysteme kollabiert sind. Die Häuser standen dann halt leer und sind zerfallen, während Menschen auf der Straße lebten. Das macht natürlich weder sozial noch ökologisch irgendwie Sinn. Aber in der Marktwirtschaft ist das ein immanentes Ding, weil da nur zahlungskräftige Bedürfnisse befriedigt werden. Also eigentlich ganz einfach, kein Geld, nichts zu essen. Kein Geld, keine Wohnung. Deswegen ist auch so ein Streben nach Vollbeschäftigung super populär. Also da knüpfen alle an. Das wollen die Politikerinnen, aber es wollen natürlich auch Arbeitnehmerinnen. Damit alle Menschen irgendwie einen Arbeitsplatz haben können, muss die Wirtschaft immer wachsen. Man fragt sich so, warum muss dann die Wirtschaft wachsen, damit alle beschäftigt sind? Und das liegt wiederum daran, dass durch Innovation, durch Automatisierung Jobs wegfallen. Das bedeutet aber auch, dass unsere Wirtschaft wächst und wir dabei massiv den Planeten zerstören. Nicht, weil wir die Dinge, die da produziert werden, brauchen, sondern damit wir alle weiter 40 Stunden die Woche arbeiten gehen können. In einer vernünftig eingerichteten Gesellschaft wäre ja das Wegfallen von Arbeitsplätzen was sehr Schönes. Menschen hätten mehr Zeit, in der Sonne zu sitzen oder Nazis zu blockieren, für ihre älteren Familienmitglieder da zu sein. Aber weil Politikerinnen weiter die Marktwirtschaft statt das Klima retten wollen, gibt es jetzt die Idee, einfach Wirtschaftswachstum von Ressourcenverbrauch zu entkoppeln. Das nennt man dann grüner Wachstum. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es eine Form ökologischen, klimaneutralen, ressourcenschonenden Wachstums gibt. Also unsere Wirtschaft wächst die ganze Zeit weiter, aber dabei
pumpen wir kein CO2 in die Atmosphäre und machen auch ansonsten irgendwie den Planeten nicht kaputt. Klingt ja erstmal ganz cool, ist nur leider nicht so richtig möglich. Es gab zwar in Teilen der Welt eine relative Entkopplung, das heißt, die CO2-Emission ist nicht ganz so schnell gestiegen wie das Wirtschaftswachstum. Allerdings bräuchten wir eine absolute Entkopplung. Also die Wirtschaft müsste weiter wachsen, während die CO2-Emission schrumpft. Und es gibt überhaupt keine Hinweise darauf, dass das funktionieren könnte. Weil auch in den Ländern, wo es diese relative Entkopplung gab, das meistens passiert ist, indem Produktionsvorgänge global verlagert wurden. Also indem die besonders CO2-intensive Produktion in ärmere Länder verlegt wurde und die Profite aber weiter im globalen Norden eingeheimst wurden. Was dann dazu führt, dass dort die Wirtschaft auch weiter wächst, aber die CO2-Emissionen irgendwo anders gezählt werden. Aber in diesem Wirtschaftssystem haben wir irgendwie zwei Möglichkeiten. Entweder unsere Wirtschaft wächst und dann machen wir halt irgendwie alles um uns herum und irgendwann auch uns selbst kaputt. Oder die schrumpft und dann leiden Menschen. Wenn es irgendwie diesen verdammt blöden Mechanismus in unserem Wirtschaftssystem gibt, warum haben wir das denn überhaupt? Und dafür gucken wir uns jetzt mal an, was Marktwirtschaft eigentlich ist. Und zwar erklärt vom Bundeswirtschaftsministerium. Was soziale Marktwirtschaft bedeutet. Tim und Laura möchten sich zu ihrem Taschengeld etwas dazu verdienen. Ihre Mutter ist Chefin einer Limonadenfabrik und das bringt sie auf eine Idee. Sie eröffnen einen eigenen kleinen Limostand. Sie sind jetzt wie die Großen ein Teil der Wirtschaft. Hier ist es wie im Verkehr. Man muss sich an bestimmte Regeln halten. In der Wirtschaft nennt man die Regeln Wirtschaftsordnung. Als der Nachbarsjunge sieht, wie gut es bei Tim und Laura läuft, fängt er auch an, Limo zu verkaufen. Und weil er sie etwas billiger anbietet, kaufen jetzt alle bei ihm. Er steht mit Tim und Laura im Wettbewerb. Und jetzt kommen die Regeln. In der sozialen Marktwirtschaft dürfen sich Tim und Laura nicht mit dem Nachbarsjungen auf einen gemeinsamen hohen Preis verständigen. So bleibt der Wettbewerb erhalten und auch Susi kann sich die Limo leisten, obwohl sie etwas weniger Taschengeld bekommt. Dies regelt in der sozialen Marktwirtschaft der Staat mit Gesetzen. In der realen Wirtschaft hätten Tim und Laura ihre Limo wahrscheinlich nicht selber verkauft, sondern dafür Susi angestellt. Wir haben ja schon gehört, Susi hat ein bisschen weniger Geld. Vielleicht arbeiten ihre Eltern auch in der Limonadenfabrik, aber als Putzkräfte und haben kein eigenes Haus und auch keinen Vorgarten. Und deswegen kann Susi nicht einfach selbst Limo verkaufen, sondern wird dann von Tim und Laura dafür bezahlt, dass die in Tim und Lauras Vorgarten Limo verkauft. Tim und Laura bezahlen Susi für ihre Arbeitskraft, aber heimsen auch noch eine Profitrate ein. Dafür, dass es ihr Limostand in ihrem Vorgarten ist. Angenommen, Tim und Laura kaufen sich von dieser Profitrate Lollis. Der Nachbarsjunge aber kauft sich von dem Geld, was er verdient hat, einen Kühlschrank und verkauft jetzt gekühlte Limo. Und kein Mensch will mehr Tim und Lauras lauwarme Limo kaufen. Tim und Laura werden also vom Nachbarsjunge vom Markt verdrängt. Deswegen reden wir in der Marktwirtschaft von einem Profitzwang und nicht von einem Profitdrang. Das heißt, Tim und Laura werden nicht deshalb versuchen, so viel wie möglich Profit zu machen, weil sie so gierig nach Lollis sind, also vielleicht auch, aber das ist nicht der primäre Grund, sondern sie müssen sogar Profit machen. Weil wenn ihr Konkurrent Profit macht und den reinvestiert und sie nicht auch reinvestieren können, dann fliegen sie vom Markt. Dass ich nur Limonade kriege, wenn ich den entsprechenden Tauschwert erbringe, also wenn ich dafür Geld bezahle und nicht zum Beispiel Limonade bekomme, weil ich gerade besonders durstig bin, ist in der Marktwirtschaft ganz normal. Es ist aber auch ein Merkmal davon und nennt sich Tauschlogik. In der Marktwirtschaft ist es dementsprechend logisch, Limonade eher wegzuschütten, als sie zu verschenken. Im weiteren Video werde ich nicht von Wettbewerb reden, sondern Konkurrenz. Ich finde einfach, Wettbewerb klingt eigentlich viel zu nett. Beides bezeichnet eigentlich dasselbe, eine Exklusionsbeziehung. Das heißt, ich kann nur gewinnen, wenn dafür andere verlieren. Außerdem werde ich Marktwirtschaft und Kapitalismus weitgehend synonym verwenden. Mir geht es um diese Kernmerkmale. Und zwar Konkurrenz und der daraus entstehende Profitzwang, Tauschlogik, das heißt, ich kriege nur Limonade, wenn ich dafür Geld bezahle, und Privateigentum an Produktionsmitteln, also in dem Fall ein Limonadenstand und ein Vorgarten. Und jetzt werde ich euch zeigen, dass Marktwirtschaft Natur zerstört, soziale Ungerechtigkeit und Hunger schafft und zutiefst undemokratisch ist. In den letzten Jahrzehnten rasanten wirtschaftlichen Wachstums ist nicht nur unsere CO2-Emission gestiegen, sondern auch der Verlust an tropischen Wäldern, der Wasserverbrauch und die Biodiversität allgemein.
Wir haben seit 1970 60% der Wirbeltiere verloren. 1 Million Arten sind vom Aussterben bedroht. Egal, was wir herstellen, eigentlich brauchen wir dafür immer Natur, weil in der Marktwirtschaft alles wirtschaftliche Handeln als Triebkraft hat, Profit zu erwirtschaften. Wird Natur in der Marktwirtschaft zu einer Ressource, die wir für Profit ausbeuten. Dadurch, dass alles von der Herstellung bis zur Verteilung über Profit geregelt ist, passieren gerade die absurdesten Sachen. So ist es zum Beispiel normal, den Meeresboden in der Nordsee zu pflügen, um dort Krabben rauszuholen und die Krabben dann auf LKWs zu verschiffen und nach Marokko zu fahren, wo die dann gepoolt werden, um sie dann wieder zurückzufahren, um sie hier in einem Supermarkt zu verkaufen als Nordseekrabben und dann vielleicht am Ende des Tages wegzuwerfen. Wie 1/3 der brauchbaren Lebensmittel in Deutschland. Alter, wir sind gerade kurz davor, Kipppunkte zu erreichen im Klimawandel. Und uns wird immer noch erzählt, es gäbe keine einfachen Lösungen. Das Ganze wäre viel zu kompliziert, um irgendwo anzufangen. Während wir immer noch unsere Krabben auf gekühlte Laster weil dort Leute für weniger Geld arbeiten, als wir je arbeiten würden. In einem Wirtschaftssystem, wo das irgendwie logisch ist, können wir keinen Klimaschutz machen. Und in der Marktwirtschaft ist es nicht mal so, dass diese Verschwendung nur vorkommt bei so Sachen wie Krabben, die halt irgendwann schlecht werden, sondern auch bei allem Möglichen, bei Handys zum Beispiel. Ne? Also natürlich haben die Handys herstellen, ein Interesse daran, die so zu bauen, dass wir die gerne kaufen. Aber gleichzeitig haben die überhaupt kein Interesse daran, dass wir unser Leben lang ein Handy behalten, weil wir das irgendwie gut reparieren können oder weil es dafür immer neue Updates gibt. Sondern die sind darauf angewiesen, dass unser Handy irgendwann kaputt geht oder wir aus anderen Gründen Neues haben wollen. Und die ganzen Produkte, die hergestellt werden, werden auch nicht unbedingt hergestellt, weil wir ein ganz großes Bedürfnis danach haben. Ich glaube nicht, dass es so ist, dass alle Menschen ein tiefes inneres Bedürfnis danach haben, alle 2 Jahre ein neues Auto zu fahren. Und die Automobilindustrie kriegt es auf geheimnisvolle Art und Weise mit und macht daraus SUVs. Es ist vielmehr so, dass die halt neue Autos verkaufen müssen, um am Markt zu überleben. Und deswegen auch 1,7 Milliarden Euro für Werbung ausgeben, jedes Jahr. Und weil eigentlich die Märkte schon längst gesättigt sind, weil man uns also keine Autos mehr verkaufen kann, um damit mobiler zu sein. Ich meine, mobil bin ich auch mit meinem 3 Jahre alten Auto, mobil bin ich wahrscheinlich sogar mit einem Fahrrad. Wird uns in der Marktwirtschaft immer mehr Status verkauft. Das heißt, ich kaufe kein Auto mehr, um mobil zu sein, sondern ich kaufe ein Auto, um besser zu sein als mein Nachbar. Dass irgendwie Menschen darauf abfahren, wenn ihnen irgendwas verkauft wird, ist eigentlich auch kein großes Wunder. Weil in einer Gesellschaft, in der ich den Großteil meiner Zeit gegen Geld tausche, wenn ich auf der Arbeit bin, ist es irgendwie nur logisch, dass ich dann mein Geld gegen irgendwas tauschen will, was sich wie Leben anfühlt. When was the last time you went on an adventure? Und ein SUV kommt ja nicht aus dem Nichts. Irgendwo gibt es dann dafür eine Aluminiummine. Und die Menschen, die dort leben, haben vielleicht ein Bedürfnis nach sauberem Trinkwasser. Aber weil in der Marktwirtschaft es jetzt keinen fairen Aushandlungsprozess gibt, was jetzt wichtiger ist, Trinkwasser oder ein neuer SUV, weil ich glaube, dass wir uns sogar einigen könnten, dass Trinkwasser erstmal wichtiger ist. Nee, aber in der Marktwirtschaft wird halt das gemacht, was am profitabelsten ist. Und das ist dann halt der SUV, wird halt der Fluss verseucht. Könnte man jetzt natürlich in der Marktlogik sagen, dann darf es einfach nicht mehr profitabel sein, den Fluss zu zerstören. Das muss dann ordentlich was kosten. Und so fängt man dann an, den volkswirtschaftlichen Nutzen von Natur zu berechnen. Der von Bienen wird auf 2,7 Milliarden Euro im Jahr in Deutschland berechnet. Ist ja eigentlich ganz nett, könnten jetzt Ökonomen sagen, dass wir da so eine Nummer haben, weil dann wissen wir halt, wie viel die Dinger wert sind und dann können wir halt zum Beispiel Pestizide verbieten oder so. Allerdings nur so lange, wie nicht irgendwas erfunden wird, was billiger ist als 2,7 Milliarden Euro und diesen volkswirtschaftlichen Nutzen von Bienen ersetzt. Ist es nicht absurd, dass wir denken, dass wir Natur einen Preis geben können? Ich meine, wie viel ist ein Vogelkonzert am Morgen wert? Wie viel die letzte Handvoll Berggorillas? Und wie viel ein Sternenhimmel, der nicht von Lichtsmog verschleiert ist? Dass wir Natur als etwas sehen, was nur dann wertvoll ist, wenn sie uns einen Dienst erbringt, zeugt von einem ganz bestimmten Naturverständnis,
was Natur als etwas Lebloses sieht, was getrennt von uns existiert und fast mechanisch funktioniert, wie ein Bienenroboter. Dieses Naturverständnis gab es aber noch nicht schon immer. Und es ist auch nicht das einzige Naturverständnis, was existiert. Aber weil die Marktwirtschaft darauf angewiesen ist, dass wir Natur als eine leblose Ressource betrachten, damit legitimiert werden kann, dass wir sie zerstören, ist es mit der Marktwirtschaft das dominante Naturverständnis geworden. Also, in der Marktwirtschaft ist Natur immer eine Ressource. Und sie zu erhalten, steht immer auf der Kostenseite. Und ist nicht profitabel. Also wird sie zerstört. Wenn wir Natur zerstören, zerstören wir nichts, was getrennt von uns ist. Wir zerstören dann immer auch menschliche Lebensgrundlage. Wir zerstören Menschen. Bei der Klimakrise ist es zum Beispiel so, dass nicht alle Menschen gleich doll davon betroffen sind. So we all are being hit. We all are being impacted. It's just the poor people get it first and worst. Es ist sogar tendenziell so, dass die Länder, die am meisten zur Krise beigetragen haben, am wenigsten stark von ihr betroffen sind. What climate instability is doing to peaceful communities of the Himalaya who never used fossil fuels. But today their glaciers are disappearing. Today instead of snow they're getting rainfall that washes away their villages in flash floods. Die Ironie, die bittere Ironie der Geschichte des Klimawandels ist, dass fast all die Länder, die jetzt im Wesentlichen beitragen zur globalen Erwärmung, das sind gerade die Länder, die die Folgen am wenigsten zu spüren bekommen und umgekehrt. In der Marktwirtschaft gilt der Mythos, sie sei gerecht, weil Leistung belohnt wird. Wie wird Malawi dafür belohnt, dass es eines der Länder mit den geringsten CO2-Emissionen weltweit ist? Indem wir sie mit den katastrophalen Folgen der Klimakrise alleine lassen? Indem wir auch noch die Fluchtwege dicht machen, sodass Menschen keinen sicheren Ort zum Leben finden, wenn sie in Malawi ihre Lebensgrundlage verloren haben? Sophia sollte einst im Mittelmeer Schlepperbanden bekämpfen. Die Operation wurde aber eingestellt. Der Grund: die Militärschiffe retteten zahlreiche Flüchtlinge. Bangladesch ist eines der Länder, die am stärksten von der Klimakrise betroffen sind. Climate catastrophe is a reality. It's a reality for the famine-struck families in Djibouti, in Somalia, in India and in Ethiopia. It is a reality for the flooded families in Bangladesh and in the Philippines. Als ich 6 Jahre alt war, wurde ich eingeschult. Ich hatte eine riesige Schultüte und es kam irgendwie eine Schar entfernter Verwandten, die mir den Kopf getätschelt haben und richtig besorgt um meinen Blockflötenunterricht waren. Gleichzeitig ist ein 6-jähriges Kind in Bangladesch aufgestanden. Aber nicht, um zur Schule zu gehen, sondern in die Textilfabrik, um dort vielleicht das Kleid zu nähen, was ich bei meiner Einschulung getragen habe. Wie ist das jetzt gerecht, dass dieses Kind, was viel mehr geleistet hat als ich, trotzdem unter viel schwierigeren Lebensbedingungen aufwächst? Harte Marktwirtschaft-Fans würden jetzt vielleicht sagen, das ist halt gerecht, weil die Regierung in Bangladesch nicht genug geleistet hat, um gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Das ist aber einfach absurd. Generationen von Europäern haben quasi die ganze Welt kolonialisiert. Die haben fast alle Länder erobert und lokale Produktionsweisen zerstört und die Menschen gezwungen, sich in europäische Wirtschaftsweisen einzugliedern. Die Folgen davon sind natürlich immer noch spürbar. Vor allem in dem Sinne, dass ehemals kolonialisierte Länder jetzt oft entweder Rohstoffe produzieren oder Teile in Arbeitsprozessen von europäischen Unternehmen machen. Das ist aber nicht so profitabel wie das, was so die Industriestaaten machen. A system in which the rich decide the fate of all resources, decide that the resources of the poor are theirs to grab, that the economies of the poor are theirs to destroy, is an unjust system. Dieser Zustand wurde ermöglicht und hält sich immer noch durch den Rassismus, der in unserer Gesellschaft vorherrscht. Und weil wir hier davon profitieren, weil westliche Unternehmen die Profitraten einheimsen und diese Wirtschaftsweise dazu führt, dass wir hier extrem billige Produkte kaufen können, haben Regierungen von Industriestaaten oft auch kein echtes Interesse daran, dass Länder im globalen Süden eine eigenständige Wirtschaft herausbilden oder unabhängig vom Westen agieren. Man könnte es auch so sagen: Wir sind reich, weil andere arm sind. Wir können uns so viel leisten, weil woanders Menschen Dinge produzieren unter Bedingungen, zu denen wir nie arbeiten würden. So wie in der Marktwirtschaft Naturerhaltung immer auf der Kostenseite steht, steht auch die Einhaltung von Menschenrechten, gute Arbeitsbedingungen und gute Löhne immer auf der Kostenseite. Dadurch, dass Unternehmen gezwungen sind, so billig wie möglich zu produzieren, und zwar billiger als ihre Konkurrenz, sparen die dann halt bei ihren Arbeiterinnen.
Auf der Welt hungern 1 Milliarde Menschen. Wir produzieren aber genug Essen, um 10 Milliarden Menschen zu ernähren. Das heißt, wir haben kein Problem mit Überbevölkerung oder damit, dass wir nicht genug Essen produzieren. Wir haben ein Verteilungsproblem. Das ist natürlich absurd und verdammt schrecklich, dass irgendwo Essen weggeworfen wird, während Menschen verhungern. Aber in der Marktwirtschaft werden eben nur zahlungskräftige Bedürfnisse befriedigt. Und das führt in einem ganz anderen Maße auch dazu, dass wir uns ständig verwerten müssen. Wenn wir nicht gerade mega viel geerbt haben, sind auch wir gezwungen, arbeiten zu gehen. Das bedeutet dann oft, dass wir Dinge machen müssen, die wir eigentlich überhaupt nicht gut finden. Wie zum Beispiel Autos herstellen, obwohl wir eigentlich alle schon genau wissen, dass es genug Autos gibt. Oder Panzer produzieren, obwohl wir gegen Krieg sind. In der Marktwirtschaft stehen nicht nur Unternehmen in Konkurrenz zueinander, sondern auch einzelne Menschen, auch du und ich. Wir konkurrieren um bessere Jobs. Das führt dazu, dass auch ich mich die ganze Zeit verwerten muss, dass ich sozusagen zu Humankapital werde und die ganze Zeit meine Eigenschaften am Arbeitsmarkt aufwerten muss. Und auch dieser Prozess beschleunigt sich immer mehr und führt dazu, dass Burnouts und Depressionen zunehmen. Wir leben also auf Kosten anderer und führen trotzdem ein Leben, was nicht wirklich selbstbestimmt ist und uns immer öfter unglücklich oder krank macht. Und auch wenn wir alle irgendwie diesen Strukturen unterliegen, ist es wichtig zu sehen, dass reiche Menschen tendenziell bessere Gründe haben, diese Strukturen zu verteidigen, als arme Menschen. Also Friedrich Merz, Millionär, 2 Flugzeuge, hat wahrscheinlich bessere Gründe, die Marktwirtschaft geil zu finden. Und dementsprechend verteidigt er sie auch. Als zum Beispiel Textilarbeiterinnen in Bangladesch. Dementsprechend gibt es in Bangladesch auch schon seit Jahren eine verdammt starke Klimabewegung. Dadurch, dass wir global gesehen privilegiert sind, haben wir eine besondere Verantwortung, Sachen zu verändern. Aber dadurch, dass auch wir betroffen sind, dass auch wir uns verwerten müssen und andere als Konkurrenz sehen müssen und dass auch unsere Zukunft massiv bedroht ist, kämpfen wir nicht für andere, sondern wir kämpfen mit anderen. Für ein gutes Leben für uns alle. Jetzt sind Marktmechanismen also gerade dabei, große Teile der Menschheit und alles, was uns umgibt, zu zerstören. Wir leben ja in einer sozialen Marktwirtschaft. Das heißt, es gibt auch noch einen demokratisch gewählten Staat, der dafür da ist, regulierend einzugreifen, wenn die Marktmechanismen irgendwie Scheiße bauen. Jetzt gerade ist ja so ein Moment, das wäre echt ein guter Moment für so einen Staat, um einzugreifen. Was machen die denn gerade so? Denn wir müssen 40% bis 2030 bezogen auf 1990 einsparen. Und wir haben bis heute von 1990 an nichts eingespart. Das ist das hier. Das ist hergestellt aus Meeresmüll. Das ist hier so. Dann hat man einfach einen Beutel dabei. Wir wollen unseren Kindern eine wettbewerbsfähige Wirtschaft in Deutschland hinterlassen. Klimaschutz muss, anders als ja einige Redner dargestellt haben, muss Freude verbreiten. Indem wir Klimaschutz zu einem echten Mitmachprojekt machen. Ich habe früher sehr gerne auch Rinderfilet gemacht, wenn man das relativ problemlos im Backofen machen kann. Und ich bin vor einigen Jahren, auch aus Gesundheitsgründen, kriegen meine Gäste seither häufiger Hähnchen und Geflügel. Wir sollten die Sonne verklagen. Jetzt könnte man sagen, das sind halt alles Idioten und keine Ahnung, vielleicht stimmt das auch. Aber ich würde sagen, die CDU und die SPD sind nicht das primäre Problem. Das primäre Problem, das haben die sogar selbst schon erkannt. Politik ist, das, was möglich ist. Es erscheint also sinnvoll, uns mal anzugucken, was eigentlich möglich ist als Regierung innerhalb der Marktwirtschaft und wo auch eine Regierung Marktmechanismen unterworfen ist. Staaten und deren Regierungen sind von Steuern abhängig. Steuern sind wiederum davon abhängig, wie es der Wirtschaft geht, also davon, dass sich Konzerne in dem Staat ansiedeln. In einer prosperierenden Wirtschaft wird investiert, werden Gewinne erzielt und deshalb wachsen dem Staat auch höhere Einnahmen zu. Er ist stabiler finanziert. Der Staat braucht Steuern für alles, für das der so da ist. Also dafür Infrastruktur zu bauen oder zum Beispiel Eigentum zu schützen. Also diese ganze Sache mit der Marktwirtschaft, die funktioniert ja nur, wenn irgendwer mich davon abhält, die Limo einfach zu trinken, wenn ich Durst habe. Aber der Staat ist auch dafür da, die Rechte von Arbeiterinnen zu schützen. So war es zum Beispiel so, dass als der 8-Stunden-Tag erkämpft wurde, irgendwann
selbst einige Unternehmen an die Regierung appelliert haben, den 8-Stunden-Tag einzuführen, weil die halt selber gesehen haben, dass unter den Arbeitsbedingungen ihre Arbeiterinnen abkratzen und die ohne Arbeiterin halt auch nicht weiter Profit erwirtschaften konnten. Aber ein einzelnes Unternehmen, was zu anderen in Konkurrenz steht, halt auch nicht alleine die Arbeitsstandards verbessern kann. Also, für all diese Dinge braucht der Staat Steuern. Und Steuern kriegen die nur, wenn Unternehmen im Staat sind. Das heißt, Staaten stehen auch in Konkurrenz miteinander, und zwar darum, welche Unternehmen sich bei ihnen ansiedeln. Deswegen versuchen die alle, möglichst gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft zu schaffen. Leider ist es unter diesen Bedingungen verdammt schwierig, Maßnahmen umzusetzen, die gefordert werden, damit wir unser Klima schützen können. Eine CO2-Steuer, die wäre halt teuer für die Unternehmen, und die soll ja auch teuer sein, weil die soll ja dazu führen, dass die Unternehmen das dann nicht mehr machen, weil das teuer ist mit dem CO2. Allerdings würden die halt gerade einfach, wenn in Deutschland eine CO2-Steuer wäre, in irgendeinen anderen Staat gehen, wo es die halt nicht gibt. Oder die würden von Unternehmen vom Markt verdrängt werden, die halt in den Staaten produzieren, wo es diese Steuer nicht gibt. Schweden hat schon seit 1991 eine CO2-Steuer. Die hat aber nur dazu geführt, dass so 3% der CO2-Emissionen eingespart wurden. Das liegt unter anderem daran, dass Schweden den ganzen Bereich, der für den Weltmarkt produziert, von dieser Steuer ausgenommen hat oder viel geringer besteuert hat. Also quasi alle Unternehmen, die in globaler Konkurrenz stehen. Man übertrage das mal auf Deutschland, den Exportweltmeister. Es würde bedeuten, dass wir die Automobilindustrie aussparen, die Rüstungsindustrie, den Maschinenbau, Chemieindustrie. Was bleibt denn da noch übrig? Das ist das hier. Das ist hergestellt aus Meeresmüll. Dass dieser Handlungsspielraum innerhalb der Marktwirtschaft ziemlich gering ist, befreit die Regierung natürlich nicht davon, diesen Handlungsspielraum zu nutzen. Und das machen die noch überhaupt gar nicht. Oder davon, den Handlungsspielraum zu vergrößern, wenn wir sonst nicht unser Überleben auf diesem Planeten sicherstellen können. Ich will damit nur zeigen, dass es nicht reicht, an die Regierung zu appellieren, sondern dass wir unser ganzes Wirtschaftssystem in Frage stellen müssen. Eine globale CO2-Steuer wäre natürlich eine Lösung für diesen problematischen Aspekt. Es ist nur allerdings gerade so ein bisschen schwer vorstellbar, dass die sich auf sowas einigen. Also dafür müssten sich halt so Trump und Putin und Xi Jinping und die EU und der Kronprinz von Saudi-Arabien, deren Wirtschaft nur darauf ausgerichtet ist, dass die Erdöl exportieren, und all die anderen Regierungschefs, deren Aufgabe es ist, in ihrem Land bessere wirtschaftliche Rahmenbedingungen als in irgendwelchen anderen Ländern zu schaffen, die müssten sich also alle an den Tisch setzen und entscheiden, dass die ihre Wirtschaft schwächen. Und zwar würde das natürlich unterschiedliche Staaten unterschiedlich doll betreffen. Wollen wir wirklich unser Überleben darauf setzen, dass die sich einigen? I'm not going to lose that wealth. I'm not going to lose it on dreams. Dementsprechend wenig haben auch 25 internationale Klimakonferenzen gebracht. Die Staaten haben sich in Paris nur auf unverbindliche Vereinbarungen geeinigt. Und es gibt Berechnungen, dass selbst diese unverbindlichen Vereinbarungen, wenn sie die einhalten würden, zu bis zu 3 Grad globaler Erwärmung führen würden. Aber Überraschung, die halten die auch gar nicht ein. Wenn man die Messlatte der Physik anlegt, dann muss man doch sagen, dass die jetzigen Beschlüsse des Klimapakets nicht ausreichen werden, die Beschlüsse von Paris zu erreichen. Oder? Also erstmal war das Pariser Klimaschutzabkommen keine physikalische, sondern eine politische Entscheidung. Wir haben ganz bewusst keine Budgets für Länder gebildet. Ja, nur dass der Klimawandel ein physikalisches Problem ist. Und der Unterschied zwischen 1,5 oder 3 bis 4 Grad globaler Erwärmung der menschlicher Zivilisation sein kann. Difference between a 2-degree world and a 4-degree world. 2 degrees doesn't sound like much, does it? That's the difference, according to a colleague of mine, Professor John Schellenberger. Human civilization. That's the difference between 2 degrees and 4 degrees. Tja, jetzt könnte man ja denken, wenn also den eigenen Wirtschaftsstandort zu schwächen keine Option ist, dann müssen wir halt genau andersrum Klimaschutz machen. Dann müssen wir in Bereiche investieren, die klimafreundlich sind und gleichzeitig Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze bringen. Sowas nennt man dann zum Beispiel Green New Deal. Das Problem ist nur, dass auch bei einem Green New Deal Wirtschaftswachstum versucht wird, von Ressourcenverbrauch zu entkoppeln. Und wir haben ja schon gesehen, dass das nicht funktioniert. Außerdem bräuchte man für einen Green New Deal Massen an Kobold, Lithium und Nickel und anderen endlichen Ressourcen, die wahrscheinlich gar nicht in dieser Menge vorhanden sind. Und außerdem vor allem im globalen Süden gefördert werden. Das heißt, in Staaten, die echt wenig dazu beigetragen haben, dass wir jetzt so einen Green New Deal brauchen,
und wo die Förderung meistens unter Verletzungen von Menschenrechten passiert. Das heißt eigentlich in anderen Worten, dass wir unser marodes Wirtschaftssystem auf Kosten derer retten wollen, die nichts zu der Krise beigetragen haben, in der wir uns gerade befinden. Was positiv ist am Green New Deal, ist der Versuch, soziale und ökologische Problemstellungen zusammenzudenken. Also man sagt nicht nur, man will CO2 besteuern, sondern man will dabei auch Arbeitsplätze schaffen. Was aber eine menschliche Antwort auf den Klimawandel sein muss, ist nicht Wirtschaftswachstum von Ressourcenverbrauch zu entkoppeln, sondern Bedürfnisbefriedigung von Lohnarbeit zu entkoppeln. Wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen den Handlungsspielraum von Politikerinnen so doll einschränken, dann liegt es ja wiederum nahe, irgendwie Wirtschaft zu verändern. Und viele Menschen versuchen das dann da, wo ihnen Wirtschaft am meisten begegnet, nämlich in ihrem Konsum. Grün leben, nachhaltig konsumieren, das ist das Motto. Wir wollen mit der Einkaufstasche Politik machen. In Preußen gab es ja ein Dreiklassenwahlrecht. Das heißt, je nachdem, wie viel ich verdient habe und wie viel Steuern ich gezahlt habe, so viel durfte ich dann auch mitbestimmen. Das finden heutzutage zu Recht viele Leute verdammt undemokratisch. Heute ist es so, dass 45 Haushalte so viel besitzen wie die untere Hälfte der Bevölkerung. Deutschland hat eine viel zu kleine Zahl von Aktionären. Das heißt, dass wenn wir es ernst meinen, mit der Einkaufszettel ist ein Stimmzettel, wir 45 Haushalten so viel Mitbestimmung geben wie über 40 Millionen Menschen. Vielleicht könnte man jetzt sagen, dann müsste man halt diesen 45 Haushalten gezielt ganz viel über Klimawandel erzählen, sodass deren Bewusstsein wächst und die dann sich ganz super verhalten. Leider ist es belegt, dass dein CO2-Fußabdruck nicht mit einem größeren Wissen über Klimawandel sinkt, sondern er stattdessen mit deinem Einkommen steigt. Wir haben ja schon gesehen, dass Nachhaltigkeit oder Naturerhaltung im Widerspruch zum Kernelement der Marktwirtschaft stehen, nämlich Profit erwirtschaften. Dementsprechend werden Konzerne, wenn es ihnen einen Konkurrenzvorteil verschafft, immer auf ein grünes Image setzen. Willkommen im erneuerbaren Zeitalter. Aber tatsächlich nachhaltig produzieren werden sie wahrscheinlich nicht. Und zu kontrollieren, ob die tatsächlich nachhaltig produzieren, ist auch verdammt schwierig. So kann ich vielleicht noch rausfinden, ob meine Hose aus Bio-Baumwolle ist oder unter sozialen Bedingungen zusammengenäht wurde. Aber wie die Nähmaschine hergestellt wurde, mit der meine Hose genäht wird, keine Chance. Und es ist auch so die Frage, was bedeutet denn unter fairen oder sozialen Bedingungen genäht? Bedeutet es, dass die Näherinnen genauso viel verdienen wie ich? Trotzdem kann ich alle verstehen, die versuchen, so ökologisch oder so sozial, wie es irgendwie geht, zu konsumieren. Für mich deutet es auf ein Unbehagen hin. Darauf, dass wir nicht mehr auf Kosten von anderen leben wollen. Und ich selbst spüre es jeden Tag. Nur leider reicht es nicht, dieses Unbehagen in unseren Konsumentscheidungen auszudrücken. Weil wir in der Marktwirtschaft strukturell gezwungen sind, auf Kosten von anderen zu leben. And if solutions within this system are so impossible to find, then maybe we should change the system itself. Merz sagt ja, die Marktwirtschaft zu zerstören, wäre eine Bedrohung für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Dabei ist es doch gerade Marktwirtschaft, die konträr zu Demokratie und Freiheit steht. Unter Demokratie verstehe ich, dass ich mitbestimmen kann, wie Dinge produziert werden, was für Dinge überhaupt produziert werden. Unter Freiheit verstehe ich, dass ich zu dem beitragen kann, was ich sinnvoll finde und nicht zu dem, für das ich zufällig Geld bekomme. Die Freiheit, von der Merz redet, ist nichts als eine Freiheit von wenigen auf Kosten von anderen. Merz fordert freie Märkte. Ich will freie Menschen. Und deswegen müssen wir auch keine Angst haben vor dem Zerstören der Marktwirtschaft. Wir sollten Angst haben vor Menschen, die behaupten, dass es keine Alternative gibt, weil die damit eigentlich unser Leben auf diesem Planeten aufgeben. Wir haben bis heute von 1990 an nichts eingespart. Das Verbrechen der älteren Generation ist nicht, dass die SUV fahren und Fleisch essen, sondern dass die versuchen, ihre Hoffnungslosigkeit und ihre Fantasielosigkeit uns überzustülpen. Noch können wir die Klimakrise so eindämmen, dass wir Kipppunkte nicht erreichen. Wir können noch stoppen gewissermaßen vor den Großunfällen, aber wir müssen es sehr schnell tun. Es gibt also gerade nichts, was naiver wäre, als so weiterzumachen wie bisher. Die gute Nachricht ist, ein Wirtschaftssystem können wir ändern. Es ist menschgemacht. Auch wenn die Strukturen sich verselbstständigt haben. Trotz unserer Verstricktheit mit diesem Gesellschafts- und Wirtschaftssystem ist es viel logischer, dieses Wirtschaftssystem zu ändern, anstatt zu versuchen, unseren Planeten, der nicht menschgemacht ist und den wir auch nicht kontrollieren können, an dieses Wirtschaftssystem anzupassen. Menschen haben noch nie Ökosysteme gebaut, aber Menschen haben schon mehrere Finanzsysteme gebaut und mehrere
Varianten von Kapitalismus gebaut und auch mehrere Varianten von nicht kapitalistischen Ökonomien gebaut. Und es geht eben nicht nur um all das, was wir verlieren, wenn wir jetzt nicht handeln, sondern auch um all das, was wir gewinnen können. In order to trash the planet, you have to trash people. But if you create a world where you don't trash people, you can't trash the planet. Wir können ein Gesellschaftssystem aufbauen, in dem wir das produzieren, was uns wichtig ist, und das bekommen, was uns wichtig ist. In dem wir innerhalb der planetaren Grenzen agieren und keine Angst vor der Zukunft haben müssen, sondern Zukunft jeden Tag aufs Neue erschaffen können. Wenn wir es also ernst meinen mit Klimaretten, mit Demokratie, Menschenrechten und Zukunft, dann lasst uns darüber reden, in was für einer Gesellschaft wir leben wollen. Und ich habe dazu natürlich Ideen, aber es bringt nichts, wenn ich euch die erkläre, sondern wir müssen darüber diskutieren, weil wir ein Gesellschaftssystem nur gemeinsam erschaffen können. The real power belongs to the people. Lasst euch also nicht einlullen und lasst euch nicht entmutigen, weil innerhalb des Systems so wenig zu verändern ist. Das bedeutet ja nur, dass wir das System verändern müssen. Und das können wir. Urgency, we've got 2 years left. 2 years left to actually decisively get our act together. Lasst uns also jetzt diese Debatte führen, damit wir in Aktion treten können, bevor Kipppunkte erreicht werden.